Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wieder mal aus Spanien, genauer gesagt aus Nordspanien, hier an der Atlantikküste. Jetzt gerade ganz in der Nähe von Santander. Hierher nehmen wir euch heute mit, aber es gibt noch mehr zu sehen, zum Beispiel das hier. Nachdem wir in der letzten Woche so ein kleines bisschen einen Schlechtwetterdurchhänger hatten, wir vom schönen San Sebastián daher leider nicht allzu viel sehen konnten, dafür aber weiter an der Küste entlang gefahren sind, mit ein paar netten Zwischenstopps, unter anderem in Bilbao, bahnen wir uns in diesem Video weiter unseren Weg an der Küste entlang Richtung Westen. Wir halten an einigen traumhaften Stränden, steuern den ein oder anderen sehenswerten Aussichtspunkt an und fahren danach in die Berge, in die Picos de Europa oder Gipfel von Europa, die wir auf einer atemberaubenden Wanderung ein bisschen zu Fuß erkunden. Los geht's! Und damit nochmal Hallo aus Nordspanien. Wir haben hier heute Nacht auf diesem tollen Stellplatz übernachtet. Unser Camper steht da hinter dem Felsen und wir hatten diese wahnsinnig tolle Aussicht auf den Atlantik. Das hier ist kein offizieller Stellplatz, sondern ein Park-for-Night-Fund, also ein Freistehplatz. Und das hat, wie schon so häufig zuvor, auch heute Nacht wieder sehr, sehr gut funktioniert. Ich glaube nicht, dass wir hier irgendwen gestört haben, denn ja, bis auf so ein paar Kühe, die hier auf der Weide grasen, haben wir im Grunde auch kaum jemanden gesehen. Wem das zu viel Nervenkitzel ist und wer sowieso lieber irgendwie in einer größeren Gruppe steht, findet hier in der Umgebung aber definitiv auch alternative Möglichkeiten, auch kostenlose. In Santander zum Beispiel, da waren wir gestern auch auf einem offiziellen kostenlosen Wohnmobilstellplatz und haben unsere Tanks entleert und wieder aufgefüllt. Und gestern ist ein gutes Stichwort, denn bevor wir jetzt weiter die Küste entlang fahren und unsere nächsten Ziele ansteuern, schauen wir einmal zurück auf gestern, denn da haben wir auch schon zwischen Santander und hier ein paar richtig coole Strände angefahren und die wollen wir euch nicht vorenthalten, denn die Küste hier ist wirklich mega schön. Jo. Jetzt sind wir am Playa de la Arnia und da der Ort mit dem Zugang zum Strand, da wo all die Parkplätze sind, so dermaßen voll ist, ja, dass wir da nicht parken können. Wir stehen jetzt ein paar hundert Meter außerhalb am Straßenrand. Deswegen haben wir uns jetzt dazu entschieden, nicht komplett zurückzulaufen und zum Strand zu gehen, sondern einfach mal die Drohne in die Luft zu schicken. Wir sind jetzt hier am Las Dunas de Liencres Naturpark und das hier haben wir entdeckt, weil wir uns meistens unsere Umgebung und auch unsere Route auf Google Satellite angucken. Und da haben wir gesehen, dass da ein ganz großer sandiger Platz war und größer als ein normaler Strand. Und dann haben wir uns das mal genauer angesehen und es scheint wirklich ein sehr beliebtes Ausflugsziel zu sein. Das gucken wir uns jetzt mal an. Los geht's! Das meinen wir übrigens mit beliebt. Es ist sehr, sehr voll hier auf dem Parkplatz. Ich bin relativ sicher, dass ein paar Wohnmobile hier auch schon länger stehen. Aber erlaubt ist es in jedem Fall nicht. Also die Dünen haben auf jeden Fall was von Nordsee-Flair und das Wasser sieht eher so ja, karibisch aus, also total türkisblau, durchsichtig. Sehr cool. Mal gucken, was wir hier noch zu sehen bekommen.
Be a model. Ja, wir wissen jetzt, dass die Leute hier eigentlich hauptsächlich für die schönen Strände herkommen. Das können wir auch sehr, sehr gut verstehen. Es ist wirklich sehr schön hier. Wir hatten darüber hinaus noch gehofft, dass wir hier so ein bisschen vielleicht spazieren gehen können, ein bisschen an den Dünen vorbei, durch die Dünen. Durch die Dünen darf man ja nicht, aber hier gab es so einen ganz kleinen abgesperrten Bereich, wo man das konnte, aber eben nur so 200-300 Meter. Mehr war es dann nicht. Und ja, dann haben wir uns einfach eine schöne Strandzeit gemacht, ein bisschen im Sand gelegen, da die Kamera einfach mal im Rucksack gelassen. Aber wirklich sehr, sehr, sehr schön hier. Aber bevor uns jetzt die Sonne komplett verbrutzelt, sind wir zurück zum Camper gelaufen. Und jetzt suchen wir uns einen Stellplatz, würde ich sagen. Das war auch ganz schön. Bisschen Sommerfeeling. Ja, definitiv. Let's go. Yes. Hier kann man, glaube ich, ganz gut stehen. Ja. Hier ist nicht so viel los. Nee. Das war also der gestrige Tag. Wir sind dann abends hier gelandet und konnten wieder mal einen richtig tollen Sonnenuntergang über dem Meer genießen. Dafür ist die spanische Atlantikküste ja bestens geeignet. Und jetzt sind wir startklar für einen neuen ereignisreichen Tag. Wir wollen erstmal weiter an der Küste entlang fahren, um uns dort ein paar Strände und Aussichtspunkte anzuschauen und biegen dann ins Inland ab, um morgen in den Picos de Europa wandern zu gehen. Los geht's! Wir sind jetzt hier in San Vicente de la Barquera. Das hatten wir als Ziel überhaupt nicht auf dem Schirm, bis gerade eben noch nie gehört, aber wir sind hier gerade reingefahren und diese Bucht sieht so wahnsinnig schön aus. Deswegen sind wir einmal kurz angehalten und ich versuche jetzt die Drohne in die Luft zu schicken, um das mal einzufangen.
Ja, wirklich wow. Ein super, super schöner, kleiner, süßer Ort. Ich glaube, den kann man sich auch mal ein bisschen genauer angucken, wenn man das mag. Machen wir heute nicht. Wir müssen in die Berge. Ja, aber auch hier kommt wieder zum Tragen, was wir schon mehrfach gesagt haben. Wenn wir überall so viel Zeit verbringen würden, wie wir gerne wollen, dann würden wir gar nicht mehr vom Fleck kommen, glaube ich. Nee. Und man kann nicht immer alles gleich sehen. Wir sind jetzt an unserem ersten geplanten Stop und dazu eine ganz kurze Erläuterung vorab. Wir sind nämlich letztens im ADAC Reisemagazin auf eine Auflistung der Top 10 Reiseziele hier in Asturien gestoßen und da war dieser Aussichtspunkt hier mit dabei, der Mirador de la Buriza, ungefähr so. Ohne Foto, aber im Text stand was von einer überragenden Aussicht, unter anderem auf das türkisblau leuchtende Wasser unten in der Bucht. Und ja, da gucken wir mal, ob das stimmt. Ja, was meinst du? Ist okay, ne? Schon ganz nett. Nice. Ich möchte der Mensch sein mit der Luftmatratze. Ja, das kann ich sehr gut verstehen. Wo sind die Delfine? Ja, das wüsste ich auch gerne. Das ist echt mega schön hier und es hat sich so gelohnt für uns hier hinzufahren und man muss wirklich nur ein paar Meter laufen, um diese Aussicht zu bekommen. Also absolut empfehlenswert. Und nur ein paar 100 Meter weiter hat das ADAC-Magazin noch ein zweites Highlight markiert. Und zwar einen Strand, den Playa de Turimdia heißt der, glaube ich. Und da fahren wir jetzt auch noch hin. Los geht's! Auf geht's! Ja, es waren doch ein paar Kilometer, nicht ein paar 100 Meter. Wir sind jetzt eine Viertelstunde gefahren und man kommt nicht bis ganz ran mit dem Camper. Das ist für Camper Durchfahrt verboten. Deswegen müssen wir jetzt die letzten, was sind das, 900 Meter, glaube ich, laufen. Mega schön. Voll die schönen Strände. Beide. Sowohl da als auch da, finde ich. Jo. Ja, bei dieser Aussicht kann man definitiv sagen, dass das ADAC Reisemagazin hält, was es verspricht, in unseren Augen zumindest. Ob das jetzt tatsächlich einer der Top
Top-10 Orte in Asturien ist. Das wissen wir nicht, das können wir wahrscheinlich ein bisschen besser beurteilen, nachdem wir noch ein bisschen mehr Zeit in dieser Region verbracht haben. Das werden wir in den nächsten Wochen auch auf jeden Fall machen. Aber schön ist es hier auf jeden Fall. Und ich denke, das ist eine gute Gelegenheit, um mal kurz darauf einzugehen, wie wir denn so Magazine wie das ADAC Reisemagazin lesen, wenn wir unterwegs sind. Das machen wir nämlich mit Readly. Das haben wir hier schon mehrfach erwähnt und das können wir immer noch absolut empfehlen. Readly ist eine App für digitale Zeitschriften und Magazine, mit der ihr Zugriff auf über 5000 Publikationen habt. Es gibt nicht nur das ADAC Reisemagazin, es gibt auch die Promobil, die Reisemobil International, die Campervans und noch ein paar andere Camping-Klassiker. Aber es gibt auch Zeitschriften wie National Geographic, das Times Magazine, sogar die Bild gibt's. Also da ist wirklich für jeden was dabei. Meine Eltern lesen zum Beispiel immer ihre ganzen Garten- und Reitsportmagazine da. Also da gibt's wirklich für jeden was. Das Ganze funktioniert online und offline, also auch gar kein Problem, wenn man unterwegs ist und mal kein Internet hat. Wir finden Readly mega gut und können es absolut empfehlen. Wenn auch ihr Readly mal ausprobieren wollt, gibt es jetzt wieder eine super Aktion. Ihr könnt die App nämlich einen Monat lang komplett kostenlos ausprobieren. Danach könnt ihr, wenn ihr wollt, ein Abo abschließen, was jederzeit einfach gekündigt werden kann. Für das Angebot klickt einfach unten auf den Link in der Videobeschreibung. Die Registrierung ist super einfach und schnell erledigt. Und wie gesagt, von uns gibt es eine absolute Empfehlung. Und wie der Zufall so will, die Wanderung, die wir morgen in den Picos de Europa machen wollen, die ist auch Teil der Top 10 Highlight-Liste des ADAC Reisemagazins. Wirklich, das wussten wir vorher auch nicht, dass es da auftauchen würde. Ja, und damit wir dafür in guter Ausgangslage sind, werden wir da jetzt mal versuchen, so nah wie möglich ranzufahren. Heiß. Fahren im Sommer nach Spanien, haben sie gesagt. Nee, hat gar keiner gesagt, ne? Nee, hat keiner gesagt. Guten Morgen, wir haben hier heute Nacht direkt am Startpunkt der Ruta del Caris übernachtet. Zwar am Straßenrand, aber ja, das war vollkommen fein. Da unten waren noch ein paar andere Vans. Und damit sind wir jetzt in perfekter Ausgangslage, um auf die Wanderung zu starten. Dazu erzählen wir euch auch gleich unterwegs noch ein bisschen was, aber erstmal wollen wir loslegen, denn wir haben gut 22 Kilometer vor uns und ich glaube, wir haben kurz nach 8 Uhr. Wir sind also auch früh auf den Beinen. Los geht's! Let's go.
Wer mit einem wirklich breiteren Wohnmobil unterwegs ist, dem würde ich nicht unbedingt empfehlen, hier hochzufahren. Denn man kann eben nur am Straßenrand parken und das ist alles sehr eng. Also da würde ich empfehlen, unten auf dem Parkplatz zu bleiben und die 2 Kilometer vielleicht zusätzlich zu laufen oder mit E-Bikes hochzufahren oder notfalls mit einem Taxi. Ich glaube, es gibt auch einen Bus. Aber ja, breiter als Van würde ich auf gar keinen Fall machen. Drehen ist schwierig. Ja, drehen ist auch schwierig. Also auch länger als 640 muss nicht unbedingt sein, glaube ich. Wir sind auch deswegen früh gestartet, damit wir hier den steilen Anstieg am Anfang der Wanderung noch vor der großen Hitze machen. Denn wir haben gestern geguckt, wie warm es werden soll und es sollen 34 Grad werden. Yay! Aber dafür keine Wolken am Himmel. Ja. Ja, wie das Höhenprofil schon prophezeit hat, liegen fast die gesamten Höhenmeter Anstieg auf den ersten 2-3 Kilometern. Entsprechend steil ist das jetzt hier gerade. Also nicht total verrückt, aber ja, es geht schon stetig bergauf. Dafür soll der Rest der Wanderung dann aber so ziemlich auf einer Ebene passieren. Wir werden sehen. Auch hier gilt wieder unbedingt genug Wasser mitnehmen, weil es gibt unterwegs nichts. Erst am Ende, also in 10, 11, 12 Kilometern. Auf der Hälfte, ja, genau. Es gibt hier unterwegs so gut wie keinen Schatten. Also wir haben jetzt Glück, weil wir so früh unterwegs sind, dass die Sonne noch nicht hier rumgekommen ist. Aber eigentlich ist das hier, glaube ich, alles in der Sonne, wenn man ein bisschen später losgeht. Ja, man muss seine Pausenpunkte also mit Bedacht wählen. Ja. Da wollen wir jetzt hingehen. Kann man sehen? Da hinten. Ja, man kann bis quasi Ja, bis irgendwo da kann man sehen, ja. Weiter? Jo. Auch hier sind die Wege wieder so in den Berg reingeschlagen, wie beim Congos de Montrébé, aber hier gibt es nichts zum Festhalten. Wie man sehen kann, nichts. Und aber die Wege an sich sind, glaube ich, kann man schon sagen, ein Stückchen breiter, also ist in Ordnung. Ja.
Man muss natürlich nicht die komplette Strecke hin und zurück laufen. Man kann natürlich auch jederzeit umdrehen und schon zurückgehen. Und man kann den Weg vor allem von beiden Seiten aus starten. Man kann also zum Beispiel, so wie wir, im Norden starten und dann nur die Hälfte der Strecke laufen und zurückgehen und dann vielleicht ein paar Tage später von der anderen Seite aus nochmal die Hälfte laufen und zurückgehen. Das einzige Problem daran ist, dass man am südlichen Startpunkt in Caen, da kann man nicht mit dem Camper hinfahren. Da ist die Straße für Camper gesperrt. Da müsste man dann also auf ein Taxi, auf einen Bus, der aber nur zweimal am Tag, glaube ich, fährt, oder irgendwie Fahrrad oder irgendwas zurückgreifen. Aber das geht. Super schön hier. Ja. Wir nähern uns dem Ende des Hinwegs. Wir haben aber auch gerade noch mal eine kleine Essenspause gemacht. Das war auf jeden Fall nötig und weiter geht's. Am Anfang der Wanderung war man bestimmt gute 300, 400 Meter vom Fluss entfernt, also oberhalb des Flusses. Und inzwischen sind wir richtig nah dran gekommen, sind bestimmt immer noch so 30, 40 Meter, aber man hört ihn auf jeden Fall ganz schön laut. Nix. Ja, es geht ja dunkel hier. Ich habe Angst, dass ich mir den Kopf stoße. Ja, jetzt macht mir wieder klar, dass wir auf jeden Fall einen Van mit Stehhöhe brauchen. Hier, kawaii. Hier, kawaii. Hi. Oh, jetzt kommt die große Kato. Angeleckt meins. Ja, und wie kommst du jetzt wieder hoch? Süß, die Katos. So kann man es aushalten. Wir haben jetzt eine ausgiebige Pause gemacht und die heißesten Stunden abgewartet, hoffentlich. Und jetzt ist es 17 Uhr und jetzt geht's wieder los. Yay! Weitere 11 Kilometer, yay! Aber wir stecken die Kameras jetzt weg und wir sehen uns am Camper wieder. Er ist doch da. Ich sehe ihn. Yay. Wir haben es geschafft. Aber wir sind viel zu fertig, um jetzt noch irgendwas zu sagen. Das verschieben wir auf morgen. So, da sind wir wieder. Die Wanderung war wirklich wahnsinnig schön. Können wir absolut empfehlen. Auch der Rückweg war nochmal richtig cool, obwohl es ja über den gleichen Weg zurückging. Es waren aber kaum mehr andere Wanderer unterwegs. Es war nicht mehr ganz so heiß und wir hatten deutlich mehr Schatten. So konnten wir das einfach nochmal mehr genießen. Und die Natur, die Berggipfel, die Schlucht, der Wanderweg, das ist alles schon ganz schön beeindruckend. Gerade auch nochmal die Höhlen und der Fluss am Ende, das war richtig cool. Jetzt haben wir tatsächlich schon wieder 2 Tage später. Die Nacht direkt nach der Wanderung haben wir auf dem großen Parkplatz 2 Kilometer vor dem Startpunkt der Wanderung verbracht. Da findet wirklich jedes Fahrzeug einen Platz. Und gestern waren wir dann endlich mal wieder Wäsche waschen, was dringend notwendig war.
Dazu waren wir in einem Waschsalon und anschließend auf einem offiziellen Stellplatz, wo wir uns ein kleines bisschen ausbreiten konnten. Hier werden wir jetzt das nächste Video schneiden und dann irgendwann weiterziehen. Wir haben noch einige Ziele hier in Nordspanien auf dem Zettel. Wenn euch interessiert, wie es bei uns weitergeht, dann schaut auch gerne nächsten Sonntag wieder rein. Abonniert gerne unseren Kanal und aktiviert die Glocke, wenn ihr benachrichtigt werden wollt, sobald wir ein neues Video hochladen. Und drückt bei diesem Video hier gerne auf den Daumen hoch Button. Das würde uns sehr freuen. Ja, wir hoffen, ihr hattet Spaß und wir konnten euch Nordspanien wieder ein kleines bisschen näher bringen. Hättet ihr gewusst, dass es hier so schön und so abwechslungsreich sein würde? Schreibt uns gerne unten in den Kommentaren. Wir sind auf jeden Fall absolut positiv überrascht. Vielen Dank auch nochmal an Readly, den Sponsor des Videos. Sichert euch gerne den Gratismonat, wenn ihr wollt. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und damit sagen wir, denke ich, ja, viele Grüße aus Spanien. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Und gestern ist ein gutes Stichwort, denn... Scheiße. Wir sind jetzt hier in San Vicente de la Boquera. Das hatten... Barquera, immer noch. Okay, Laura, mach coole Tricks. Aber ich weiß nicht, ob das für eine Rolle als Zirkuspferd reicht. Du bist schon da? Wie lange noch? Ich habe Hunger, ich habe Durst, meine Füße tun weh, ich will nach Hause. Frag mich das doch nochmal. Beide? Reine Kamerafrau. Das ist eine reine Kamerafrau. Auch hier sind die Wege wieder in den Berg reingeschlagen, wie schon beim